Hallo, ihr wundervollen Menschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal geht es um Musik und den Deep Dive in die Musik, in die Lyrics, in die Melodien. Und heute, ich bin ganz aufgeregt, haben wir NF. Ich freue mich total. Ich habe gerade erst gefrühstückt, duschen, Haare sind noch am Trocknen. Ist mir egal. Ich will jetzt NF machen und ich möchte euch dran teilhaben lassen. Weil ich weiß, wie sehr ich das geliebt habe, wenn Leute zum ersten Mal die Musik gehört haben. Von daher, lasst uns gleich in den ersten Song des neuen Albums reinhören. Das wird gut. Hello, darkness, my old friend. Hello. Knocking at my door again. Oh Gott. Begging me to come outside. Let you back into my life. Now, usually I'd be strong enough to lock the doors and keep them shut. Gott, ich bin schon so aufgeregt. Gott, das macht irgendwie schon jetzt ganz viel mit mir. Ist noch gar nicht so viel passiert, aber... Okay. Dark Old Friend. Wow. Ich bin sehr gespannt. Aber es wird sich um Fear handeln, bin ich mir ziemlich sicher. But not today, I'm desperate. So go ahead and come on in. So go ahead and come on in. So go ahead and come on in. OCD is worse than ever, hands are bleeding, maybe I should take the pills down. Know what's going on with me, some days I actually think I might be schizo. Frantic, probably not, but even writing this is making me begin to spiral, oh God. Made a promise to myself I wouldn't let the fear back in, but then I did though. Told the world that I was sick of running, then went back to running, what a joke. Disappointed, yeah, me too, I thought I finally made a breakthrough, guess not. It's the same song and dance, you have seen it before. Darkness holds out its hand, then we walk to the floor. Every decision made isn't mine anymore. Like a puppet with strings, I just don't have a choice. What's the truth, what's a lie? Help me God, help me Lord. Face your fears, dry your eyes, grandma died. Oh Gott, ich muss Pause machen, zwischendurch einfach auch wegen der Rechte. Okay, wow. Es ist wirklich ein krasses, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ja, der Bezug zum Hope-Album, ne? Zum Song Running auch. Und so dieses, so funktioniert das halt, ja. Wir denken, wir haben jetzt endlich mal ein Thema abgearbeitet, wir haben den nächsten Schritt gemacht und zack, hat es uns wieder eingeholt und wir sind so, what the heck, wo kommt das plötzlich wieder her? Ich habe doch daran gearbeitet. Aber ja, und gerade wenn wir hier von Fear, von Angst sprechen, das ist einfach also es ist ein Gefühl, was einfach zu uns gehört, was zum Menschen gehört. Das können wir nicht einfach zack und weg und raus. So funktioniert das halt leider nicht. Das ist ja Teil unseres Überlebensmechanismus. So. Es ist ja auch wichtig, dass wir das haben. Weil sonst würden wir, weiß ich nicht, auf die Straße rennen und zack, Auto und weg. Von daher, aber ja, weiter gucken. What's the point? Lost the keys, lost my hope, lost my will, lost my joy, lost a friend, lost my hope, lost my faith, lost my voice.
Standing back, watching my mansion burn to ash while I hold the gas can, asking God if he started this fire. Is this what you wanted? Is this what you wanted? Die Musik. Make all my hopes and my dreams come to life just to lay them to rest. Is this what you wanted? Is this what you wanted? Give me a false sense of peace just to show me what peace really is. Is this what you wanted? On the verge, on the edge. Is this what you wanted? Petrified, scared to death. Is this what you wanted? Praying to God, desperate. Is this what you wanted? What you wanted? Is this what you wanted? Hanging on by a thread. Is this what you wanted? Empty heart, nothing left. Is this what you wanted? Breaking down, spiraling. Is this what you wanted? What you wanted? Is this what you wanted? Is this what you wanted? Is this what you wanted? Oh Gott. Gott, das trifft so tief, ne? Und wieder fehlen mir die Worte. Ich glaube, jeder Mensch findet seinen eigenen Zugang zu diesem Lied. Und wie immer, meine Güte, NF hat's ist einfach immer wieder krass, die Visuals. Also wirklich, das ist ja immer ein Film, was er da macht. Die Melodien, diese epische Musik im Hintergrund, die so viel Emotionen hochwühlt. Und dann diese Texte, die so tief sind, die so emotionsgeladen sind. Zu Ende gucken und dann reden wir. Ja. Ah, Gott. No. No. Oh, Jesus. Krass. Muss mich erstmal ein bisschen sammeln. Also, von Anfang an muss ich quasi auch sagen, ich habe nicht alle Lyrics 100% verstanden, aber das geht mir immer mit NF so. Ich muss das mehrfach hören. Aber das, was mir jetzt als erstes kommt, ist, wie ich schon angedeutet habe, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Kreislauf. So, es ist nie, okay, jetzt habe ich Angst besiegt und dann ist es gut. So, dann ist es zu Ende. Aber mit dieser ganzen Vorgeschichte, ne, von NF, das, was wir alles so kennen, von Mansion, Outcast, Paralyzed, Intro 3. Ich meine, das ist ja, ne, dieser direkte Bezug auch zur Angst,
endlich draußen. So. Und er hat ja schon angekündigt, natürlich wirst du wieder anklopfen und du wirst versuchen reinzukommen. Und ich werde dich nicht mehr reinlassen. Aber ja, so einfach ist das nicht. Gerade wenn wir uns nicht mehr mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, wenn wir sie wegsperren wollen, aussperren wollen. Mit Gefühlen ist es immer so, die wollen gefühlt werden. Sie entstehen ja aus einem Grund. Meistens ist das irgendeine Bewertung oder, also irgendwas, was wir erlebt haben. Und unsere inneres System bewertet das mit, das ist gefährlich. Das ist total gut. Das ist total safe hier. So, was auch immer. Und dementsprechend, je nachdem, wie wir das, was wir um uns herum wahrnehmen, beurteilen, wie unser Gehirn das beurteilt, werden unter anderem dann die dazugehörigen Gefühle ausgeschüttet. Manchmal ist es auch andersrum, dass man erst ein Gefühl merkt und dann guckt, oh Gott, woher kommt das hier eigentlich? Und dann schaut und irgendwie versucht, einen Grund zu finden. Aber oft, wenn wir es wegsperren, dann verleugnen wir das, was wir mehr oder weniger selbst erschaffen haben aufgrund unserer Bewertung. Und Gefühle sind so ein bisschen wie wir Menschen auch. Sie wollen angenommen werden. Sie wollen gesehen werden, gehört werden. Mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Und wir haben immer Angst, dass wenn wir das wirklich, wirklich, wirklich zulassen, dass wir dann da drin ertrinken, dass wir da nie wieder rauskommen. Meine Erfahrung ist, wenn es wirklich darum geht, anzunehmen und wir das wirklich schaffen, das Gefühl in seiner Gänze anzunehmen, dass es dann nie lange bleibt. So, das ist wie so eine Erlösung für das Gefühl und für uns selbst dann. Aber wir haben bei einigen Gefühlen immer die Sorge, oder es fühlt sich so an, als könnten wir das nicht aushalten. Als würde es uns zerstören, als wäre es lebensgefährlich, bedrohlich. Als würde es uns einsperren, ne? Siehe NF. In Ketten. Und auch die Symbolik mit diesem schwarzen Nebel, der in ihn eindringt und dann diese schwarzen Tränen, die er daraufhin weint. Dieses Gefühl tropft quasi aus ihm heraus. Es fließt aber sehr, sehr gering natürlich aus ihm heraus. Aber es ist in ihm. Und es ist wieder Teil von ihm. Und auf der einen Seite, so blöd wie das klingt, ist es gut. Auf der anderen Seite überschwemmt es ihn. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, es ist über ihn hereingebrochen. Und ja, meistens hängt es entweder damit zusammen, dass wir eine Abneigung, eine Polarität gegen bestimmte Gefühle aufgebaut haben und gesagt haben, das will ich nie wieder fühlen. Ich will das nie wieder haben in meinem Leben. Das hat so viel Schlechtes angerichtet. Oder dass es Erinnerungen gibt, die uns einfach nicht loslassen. Die immer wieder hochgespült werden, immer wieder in den Kopf kommen und immer wieder dieses alte Gefühl hochspülen, was eigentlich gar nichts mehr mit der aktuellen Situation zu tun hat. Sondern mit der alten Situation. Aber das Gehirn kann das nicht unterscheiden, also macht es genau dieselben Gefühle und wir fühlen uns genauso bedroht wie damals. Und das, was es dann braucht, ist tatsächlich eine aktive Bearbeitung. Und ich meine, NF ist ja in Therapie. Er sitzt ja dran. Und es wird ja auch besser. Und es geht wie in jedem Prozess immer auf und ab. Es kommt immer wieder zurück. Aber das, was wir
meistens nicht feststellen, ist, dass das, was zurückkommt, irgendwie anders ist und nicht mehr ganz so wie vorher. Es bleibt entweder nicht mehr ganz so lang oder es ist nicht mehr so intensiv oder es kommen die ersten zweifelnden Stimmen mit rein oder was auch immer. Irgendwas ist doch ein bisschen anders als vorher. Und wenn wir das sehen und verstehen, dann können wir auch verstehen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Und wir dann irgendwann vielleicht auch mutig genug sein können, uns diesem Gefühl wirklich zu stellen. Und nicht als Feind, sondern als etwas, was von mir kommt, was ich geschaffen habe damals in der Situation oder was ich auch immer wieder schaffe aufgrund meiner aktuellen eigenen Bewertung und dann will ich es nicht haben. Und dann schicke ich es weg. Und das Gefühl kann aber nicht einfach weggeschickt werden. Es will wieder dazugehören. Und das ist der Schritt, den es braucht. Spannend. So, ich glaube, ich werde gleich noch das nächste Video machen. Ja, so, erstmal soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann seht ihr bald mehr von mir. Und ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Bis dann.